Fisker hat den Konfigurator für sein vollelektrisches SUV Ocean geöffnet. Also schauen wir uns heute die Preise für die einzelnen Versionen mal genauer an und bringen uns auf den neuesten Stand in Sachen Design und Technik. Denn alles, was man aktuell zum Fisker Ocean wissen muss, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Fisker feierte Ende Februar mit seinem Elektro-SUV Ocean auf dem Mobile World Congress in Barcelona die Europapremiere. Eine vollständige Typgenehmigung durch die Behörden erwartet das Startup bis Ende April. Der Fisker Ocean soll noch in diesem Jahr in 13 Ländern an den Start gehen. Die Produktion des Modells war im November 2022 beim Auftragsfertiger Magna in Graz angelaufen. Die ersten europäischen Fisker Center wurden am 1. April 2023 in Wien und Kopenhagen geöffnet. Weitere Center und Lounges in ganz Europa und den USA folgen im Laufe des Jahres 2023. Für die Wartung und Servicedienstleistung rund um den Ocean hat Fisker sich für den deutschen Markt mit den Werkstattketten Pitstop und ABS Autoservice von Reif zusammengetan. Damit stehen Ocean-Besitzern mehr als 300 Anlaufstationen in Deutschland zur Verfügung. Die Front des Fisker Ocean fällt mit großem Grill und schmalen Scheinwerfereinheiten auf. Ein kleines, recht hohes Radarsystem hinter Glas ist in der Front untergebracht. Kräftig ausgestellte Radhäuser verleihen dem Elektro-SUV eine muskulöse, sportliche Optik. Serienmäßig montiert Fisker 20 Zoll Räder, gegen Aufpreis gibt es 22 Zöller. Die seitliche Fensterlinie steigt zur C-Säule hin an, denn das wird für die absenkbaren Fenster benötigt. Die C-Säule selbst integriert die Blinker. Solarzellen auf dem Panorama-Schiebedach sollen je nach Wetter Strom für bis zu 2400 Kilometer im Jahr erzeugen können. Optional gibt es eine Dachreling sowie eine Anhängerkupplung. Also ich finde, dass der Fisker Ocean ziemlich gut aussieht. Besonders gefällt mir das bullige Design und die minimalistisch und schmal anmutenden Scheinwerfer und Rücklichter. Da das aber nur meine Meinung ist, könnt ihr in den Kommentaren gerne euren Senf dazugeben. Als einzigartig stellt Fisker das mächtige 17,1 Zoll große Infotainment-Display ins Rampenlicht. In Standardposition steckt es ähnlich wie beim Mustang Mach-E vertikal am Armaturenbrett. Auf Knopfdruck dreht sich der Bildschirm horizontal und wechselt in den sogenannten Hollywood-Modus. Tolle Sache, wenn man sich im stehenden Auto gerne Filme reinzieht oder Videospiele zockt. Wie oben beschrieben funktioniert die Drehfunktion aber nur im Stand des Fahrzeugs, was auch an Crash-Vorschriften liegt. Der Fahrer kann sich außerdem auf einem Head-Up-Display und einem 9,8 Zoll großem Digital-Cockpit informieren. Zudem soll das E-SUV den Passagieren viel Platz bieten. Das Kofferraumvolumen variiert von 566 bis 1274 Liter. Außerdem bietet die Extreme-Variante eine 360-Grad-Rundumsichtfunktion, Verkehrszeichen- und Ampelerkennung, Einparkassistent und ein 500 Watt starkes Soundsystem. Die DAZONI IQ ist die erste Premium-Ladestation im Privatbereich. Sie kommt mit PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und voreingebauten MED-Stromzähler. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie, dank integrierter farblich anpassbarer LEDs, als Lichtquelle nutzen. Wenn ihr mehr über die Wallbox von DAZONI wissen wollt, dann könnt ihr euch zuerst mal mein detaillierteres Video dazu ansehen, welches ihr hier oben rechts im Video findet. Mit dem Link in der Beschreibungsbox könnt ihr dann bei eautos.de vorbeischauen und die DAZONI IQ auch bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's! Der Fisker Ocean ist 4,78 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,63 Meter hoch. Der Radstand beläuft sich auf 2,92 Meter. Leer wiegt das Auto 2300 Kilogramm. Von 0 auf 100 km/h geht es mit der kleinsten Motorisierung in 7,4 Sekunden. Mit der stärksten Version schafft es der Ocean in 3,4 Sekunden. Wobei die Höchstgeschwindigkeit auf 200 km/h begrenzt ist. Die maximale Anhängelast beim Fisker Ocean Sport beträgt eher schmale 1090 Kilo. Ocean Ultra und Extreme schaffen jeweils für E-Autos ordentliche 1815 Kilo. Das Basismodell Ocean Sport mit einmotorigem 202 kW Frontantrieb und 75 Kilowattstunden großen LFP-Akku fährt in weißer Lackierung und auf 20 Zöllern vor. In dieser Ausführung soll der E-SUV 440 Kilometer nach WLTP weit kommen.
Der niedrige Einstiegspreis von 38.882 € vor Abzug des vollen Umweltbonuses schnellt in die Höhe, sobald man im Konfigurator 22 Zöller, eine andere Außenfarbe, eine Anhängerkupplung und extra Fahrassistenz, Performance oder Winterpakete dazu gepackt werden. Auf diese Weise lässt sich der Ocean Sport ohne weiteres auf über 60.000 € konfigurieren. Der Fisker Ocean Ultra mit 397 kW Allradantrieb und 100 Kilowattstunden großen NMC-Batterie an Bord ist ab 54.322 € zu haben. Die Reichweite wird mit 610 Kilometern angegeben. Die Aufpreise für optionale Features wie 22 Zöller, andere Außen- und Innenfarbe, die genannten Pakete usw. sind identisch zu jenem der Sportvariante. Als Top-Version wartet das Start-up mit dem Ocean Extreme ab 67.272 € auf. Bei dieser Variante ist ein 404 kW Allradantrieb und dieselbe 100 Kilowattstunden Batterie wie beim Ultra verbaut. Die Pakete, Fahrassistenz, Performance, Winter sind hier bereits enthalten. Auch ein exklusiv für diese Variante und die Launch Edition One reserviertes Solardach. Für die Änderung der Standardfarbe Weiß und der 20 Zöller werden auch beim Ocean Extreme dieselben Optionen mit identischem Aufpreis aufgeführt wie bei den anderen Varianten. Als Reichweite nennt Fisker 707 Kilometer. Neben den 3 genannten Varianten gibt es noch die Limited Edition One zum selben Basispreis in Höhe von 67.272 € wie der Ocean Extreme. Allerdings sind beim One die meisten optionalen Features ohne Zusatzkosten inklusive. Wie gefällt euch der Fisker Ocean? Und was haltet ihr von den Preisen? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!